Als Vorwarnung: Diese Folge enthält tonnenweise Anti-Mainstream-Empfehlungen und Aussagen, die einigen nicht schmecken werden. Kein Eat bla 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 bla. In dieser Folge lernst du die neuesten Erkenntnisse und welche Maßnahmen du ausprobieren solltest, um dich vom Helpful Content Update zu erholen. Viel Spaß! Mir ist ja Transparenz extrem wichtig, deswegen keine einzige unserer Websites oder von unseren Kunden, die wir betreuen, ist vom letzten Core Update oder dem Helpful Content Update auch nur ansatzweise betroffen. Für alle, die nicht so tief im Thema drin sind, das Helpful Content System ist jetzt Teil vom Core. Man kann also sagen, entweder habe ich keine Ahnung davon, wie man eine Erholung herbeiführt, oder die positive Interpretation, wir scheinen offensichtlich etwas sehr, sehr richtig zu machen. Wir unterhalten uns jetzt darüber, was ich machen würde, wenn ich vom Helpful Content Update vernichtet worden wäre. Nummer 1, Tofu ist für große Autoritäten und generative KI. Konzentriere dich auf Mofu und Bofu. Für alle, die jetzt sind so, what the hell ist das? Tofu, Mofu, Bofu, Top of the Funnel, Mid of the Funnel, Bottom of the Funnel und Mofu und Bofu, also das, was jetzt wichtig ist. Mofu wäre jetzt beispielsweise Educational Content rund um dein Produkt und Bofu wäre jetzt zum Beispiel eine Leistungsseite oder eine Produktseite oder eine Produktkategorie-Seite. So, darüber haben wir schon öfters gesprochen. Das war auch ein großes Thema in meinem Vortrag bei den Search Seekers. Google kann Tofu mit der Nutzerfragen auch Box oder den Nutzerfragen auch Boxen, dem Knowledge Graph und eben auch mit SGE perfekt bedienen. Deinen Tofu-Content, den es wahrscheinlich schon millionenfach gibt, braucht es nicht, außer du bist ein großer Fisch. Und dazu ein Post von einem meiner absoluten Lieblings-SEOs, nämlich Grind, das ist jetzt bei Builder Society, und diesen Post muss man sich in Ruhe durchlesen, aber was einfach voll wichtig ist Google doesn't need you to educate their users on topics, that's what they exist for. Das heißt, logischerweise ist Google jetzt nicht unbedingt begeistert davon, wenn du versuchst, irgendwie Traffic abzugreifen. Traffic, den sie eigentlich gar nicht schicken wollen, weil sie das auf ihrer Plattform sowieso bedienen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das immer im Kopf zu behalten. Du musst wirklich einen echten Mehrwert bieten, wie jetzt irgendwelche SEOs sagen würden. Das ist aber nicht der richtige Ansatz. Es geht darum, etwas zu bieten, was Google will und nicht selbst kann, wenn du das Spiel auf der Plattform Google spielen willst. Beispiele davon sind, wenn du wirklich zu einem bestimmten Thema Expertise und Erfahrung hast und dazu Content bereitstellst. Das kann SGE, das kann das Sprachmodell nicht bieten, das heißt, es braucht es von außen, weil es ändert sich immer und diese Details und so weiter. Wenn du Produkte tatsächlich getestet und verwendet hast oder tatsächlich besucht hast, Leistungen tatsächlich erbracht hast, dazu gehört letzten Endes auch, das geht dann auch aus einer anderen Studie hervor, dass du selbst erstellte Fotos auf deiner Webseite hast, statt Stockfotos, weil es ist wieder sowas. Das ist kein Mehrwert, das kann ein Sprachmodell oder das kann generative KI ja selber einfach generieren. Liefere etwas wahrlich Einzigartiges und das ist das Gegenteil der meisten Tofu-SEO-Inhalte, diese ganzen Glossar-Bullshit-Sachen. Das ist das Gegenteil von direkten KI-Outputs. Es gibt eine Folge dazu, das ist sogar die letzte Folge, wo wir darüber sprechen, was soll das bedeuten, was Einzigartiges. Das ist nicht so schwierig, wie du glaubst, und du musst da nicht ein Raketenwissenschaftler sein, du musst nicht der Einstein sein. Es ist möglich, was Einzigartiges zu machen, was keiner nachbauen kann. Dazu in der letzten Folge mehr. So, dann Nummer 2, ganz ein essentieller Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Lass dich nicht veräppeln. Dein Linkprofil ist verdammt wichtig. Und Punkt 1 ist da, pflege dein Linkprofil weiterhin mit dem Disavow-Tool.
dazu wieder ein Post von einem meiner Lieblings-SEOs, eben wieder vom Grindstone wieder, wo er sagt, da ist einer, der ist negativ betroffen vom Core-Update und ja, bla 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 und da. Und was der Grind da eigentlich sagt, ist, hey, du hast all diese Spam-Links, die was auf deine Seite zeigen, wo du der Meinung bist, das ist ja der Mythos bei SEOs, du musst diese ganzen komischen Links, die halt jeder hat, nicht entwerten, weil das macht Google selber. Das Lustige ist, die meisten guten SEOs, die ich persönlich kenne und die super erfolgreich sind und nicht von Core-Updates gecrashed werden, entwerten die immer. Also Evergreen Media hat diese Links auch. Und ich habe einen quartalsweisen Timer, dass ich diese Links bereinige. So. Dann, was ich sehr, sehr spannend gefunden habe, das ist jetzt eine Analyse vom CC Carter, auch einer meiner Lieblings-SEOs. Und diese Analyse ist größer als nur dieser Post, aber das ist jetzt der Überblick. Die große Frage, wie sieht es mit deiner No-Follow, Do-Follow-Verteilung aus? Was das Problem ist bei vielen SEOs ist, sie machen nur SEO, sie kriegen nur Links über SEO, das heißt, sie haben eine extrem hohe Rate an Do-Follow-Links. Wenn ich jetzt Google wäre, dann würde mir das auffallen und dann ist es sicher kein positiver Faktor. Also das ist eine tolle Flag, um jemanden zu crushen im Core-Update. Die Lösung ist jetzt nicht, ich baue jetzt No-Follow-Links auf. Also das kannst du machen und das ist vollkommen in Ordnung. Die Lösung ist, du denkst SEO nicht nur in diesem Silo, sondern das als ganz Online-Marketing und du kriegst Links aus Foren, die typischerweise No-Follow sind und du machst irgendwelche Sponsored Content und diese Links sind No-Follow oder du machst PR und da kriegst du teilweise einen Follow-Link, teilweise kriegst du gar keinen Link, manchmal kriegst du einen No-Follow-Link. Natürlichkeit. Natürlich, du kannst Natürlichkeit faken, das ist vollkommen in Ordnung, aber denke über diese Sachen nach und lass dich nicht verarschen von Google, oh nein, das ist nicht mehr wichtig, Backlinks sind nicht mehr wichtig, schau dir an, wer rankt. Serious, Links sind nicht mehr wichtig, honestly, schau dir an, was rankt und leite daraus ab, was funktioniert, nicht was Google sagt. Was Google sagt, ist Humbug. Sie haben uns erzählt, Nutzersignale, nein, verwenden wir nicht. Wir wissen, dass das eine klare Lüge war. Und es geht nicht darum, dass Google, oh, die böse Verschwörung, sondern wenn ich Google wäre und ihr den Algorithmus, ich würde SEO sicher nicht erzählen, wie das funktioniert, dann wäre ich ja komplett wahnsinnig. So, Nummer 3. Du machst dich mit deiner KI-Content-Faulheit selbst überflüssig. Und das ist jetzt auf der Meta-Ebene. Das ist jetzt unabhängig davon, dass Google KI-Content nicht direkt erkennen kann. Jeder, der was mit KI-Content Experimente gemacht hat, weiß, Google kann KI-Content nicht erkennen. KI-Content rankt, definitiv. Mir geht es mehr darum, KI nimmt dir nicht deinen Job, sondern deine Faulheit, und es ist wirklich Faulheit, zerstört deinen Job, nervt deine Zielgruppe und ruiniert deine Marke. Es geht ja nicht darum, KI-Content, also wenn du nur in Traffic und Rankings denkst, dann bist du sowieso ein grottenschlechter SEO, weil du solltest eigentlich nur in Profitabilität von Content-Investments denken. Und KI-Content ist einfach, wird wahrscheinlich nicht besonders gute Nutzersignale generieren und hat ein extrem hohes Risiko, früher und später gecrushed zu werden, weil es in Googles Interesse liegt, es zu crushen. Das heißt, ist es eine gute Investition? Not. Weil, wozu braucht es deine Webseite mit KI-Content, wenn Google diese Inhalte auch direkt in den Suchergebnissen ausspielen kann? Du bist überflüssig. Wozu braucht es dein Konzept in dieser Welt generell, wenn du so arbeitest? Braucht es nicht. Verstehe, generative KI ist nur ein neues Interface für Informationen. Also deswegen sind SEOs ja eigentlich wichtiger geworden, auch wenn die Wahrnehmung aktuell irgendwie von den ganzen Leuten, die oberflächlich im Thema sind, vielleicht anders ist. Aber woher holt ChatGPT, Perplexity, SGE, wo holen die Informationen her? Sie haben ein Sprachmodell zum Ausformulieren von der Antwort, aber die Informationen ziehen sie von Search Results über Retrieval Augmented Generation. Gibt es ein Video dazu? Das heißt, versteht, Content ist super, 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 super wichtig, aber du musst da was Einzigartiges liefern, was es nicht schon tausendmal gibt. Für Churn and Burn ist KI-Content grandios. Bin ich voll überzeugt. Wenn ich Churn and Burn Affiliate Marketing mache,
Mach KI-Content. Für Unternehmen mit einem Zeithorizont länger als 12 Monate ist KI-Content keine Option. Nummer 4. Und das kommt aus einer Studie von Cyrus Shepard, wo er sich angeschaut hat, die Verlierer und Gewinner der letzten Updates. Und zwar überdenke die Menge und Nervigkeit deiner Werbung und Notifikationen. Also ich glaube, was wir voll oft vergessen, ist, dass das Endziel ist ja Zielerreichung für unsere User, dass die zufrieden sind, dass die am Ende das kriegen, was sie wollen. Je mehr ich Leute nerve mit Werbung, das ist ja nicht, was sie wollen. Ich verstehe, es braucht Werbung, um gewisse Geschäftsmodelle zu monetarisieren, aber je mehr ich die belästige mit denen, je mehr ich die mit Notifikationen nerve, desto schlechter werden die Nutzersignale sein und desto mehr werden meine Rankings tanken. Ganz einfach. Dann 5. Mache deine interne Verlinkung weniger aggressiv bzw. diverser. Und das ist jetzt sowas, das ist mehrschichtig und das muss ich glaube ich ein bisschen weiter ausholen. In dieser Studie vom Cyrus Shepard, da hat er zum Beispiel erkannt, okay, Websites mit einem extrem umfangreichen Megamenü sind tendenziell Seiten, die in den letzten Updates nicht besonders gut abgeschnitten haben. Also, übrigens, ich zeige euch kurz die Studie, weil es ist wirklich cool. Da erklärt er das alles und was so Faktoren sein für Gewinner und Verlierer und so weiter. Mega cool, kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Aber es geht noch weiter. Das ist eher jetzt aus der Black Hat Community, aber die Black Hat Community ist zum Beispiel der Meinung, dass in 2022 hat es ein Update gegeben, wo Google jetzt wirklich interne Verlinkung anders bewertet. Ich bin nicht 100% von denen überzeugt, aber ich habe so viele Beispiele gesehen, dass ich mittlerweile am Zweifeln bin. Und was die sagen, Google schaut auch bei interner Verlinkung auf Ankertextdiversität, weil es einfach zeigt, ob jemand jetzt so hardcore-aggressiver SEO ist oder ob der intern verlinkt, um die UX zu verbessern. Wie gesagt, ich bin nicht 100% überzeugt, aber ich bin ziemlich überzeugt. Und wenn wir jetzt so ein Beispiel nehmen, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir uns einen Artikel über SEO-Kosten, dann sind unsere Main-Keywords logischerweise SEO-Kosten, was kostet SEO, SEO-Preise etc. Und wenn ich diesen Artikel jetzt intern verlinke, mit diesem Wissen im Hintergrund, dann würde ich jetzt variieren zwischen, manchmal verlinke ich mit perfekten Ankertext SEO-Kosten, manchmal mit Preise für SEO, manchmal Budget für Suchmaschinenoptimierung und auch intern variiere ich mehr. Das kann nicht schaden. Wieso kann das nicht schaden? Was das jetzt nicht heißt, du fängst jetzt an, die selber zu kannibalisieren und verlinkst mit Ankertexte, die eigentlich commercial sein bei einer Informational Page. Das macht man nicht. Aber so können wir auch die Keywords, die diese Seite abdecken kann und für die diese Seite rankt, das Keyword-Portfolio von dieser Seite vergrößern. Das heißt, die Seite rankt dann für mehr Variation von diesem Keyword. Okay, dann Nummer 6. Google kann nicht lesen, also auf jeden Fall nicht lesen, wie du glaubst, dass Google lesen kann und will einfach nur zufriedene User. SEOs stecken immer noch fest in Zeiten von WDF, IDF und Keyword-Dichte Bullshit. Es ist jetzt wirklich, also es war vor 8 Jahren schon an der Zeit, jetzt Zeit mehr, was wollen User, wie kann ich die User begeistern und produktgetriebene SEO, also es in diese Richtung muss gehen und weniger von Tactical, wie kann ich den Content optimieren. Content-Optimierung ist super easy, wenn du irgendwas Cooles produzierst und dann das an gewisse SEO-Richtlinien orientierst. Nicht, wie kann ich das noch WDF, IDFen? Nein. Einfach nur nein. Für konkrete Empfehlungen dazu, wie du User glücklicher machst, wie du auf Nutzersignale optimierst, diese Folge. So, bedenke jetzt bei all diesen Punkten, ein einzelner Punkt, den du hier umsetzt, wird gar nichts bringen. Weil, gibt es eine Folge dazu, ein bisschen SEO-Kosmetik wird dich nicht retten. Damit du von so einem Update betroffen bist, wie jetzt dem Helpful Content Update, du kannst dir das so vorstellen, da gibt es Red Flags und wenn man genug Red Flags hat, wird man gecrushed. Und du hast wahrscheinlich unvorstellbar viele von diesen Red Flags erreicht. Und jetzt heißt es nicht, eine Red Flag weg und dann wird alles gut, sondern
du wirst deine digitale Marke maßgeblich ändern müssen, wenn diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben, wenn es Neuland für dich ist, wirst du, ich sage nur, Transformation brauchen, damit du hier wieder rauskommst. So, wie lange dauert die Erholung von Googles Helpful Content Update? Laut Google, die sagen ja, das dauert mehrere Wochen, Monate und so weiter. Das ist grundsätzlich, was wir wissen. Von diesen Cases, die ich jetzt gesehen habe, ich finde es wahnsinnig schwierig, bei Seiten, an denen laufend was gemacht wird, zu verstehen, hey, ich habe diese Änderung vorgenommen und dann ist das passiert, weil der Zeitraum dazwischen zu groß ist und wir ja immer Fluktuationen in den Rankings haben. Aber ich glaube bei dem Thema, dass Google tatsächlich ehrliche Rückmeldung gibt, weil die Leute sauer sind. Das heißt, letzten Endes kommt es darauf an, wie schnell du Änderungen umsetzt. Wenn du natürlich schnell alle Red Flags aufräumst, es lustig ist immer bei diesen Cases und wenn du das auch so, diese Reddit-Sachen und so weiter liest, die Website ist Müll und dann ändern sie, ja, ich habe die Keyword-Dichte reduziert, wieso hat sich meine Seite nicht erholt? Weil deine Inhalte total wertlos sind und du all deine Inhalte neu machen solltest und dann kannst du sagen, okay, ich habe alles neu gemacht und es ist nichts passiert, dann darf man sich auf jeden Fall aufregen, aber ja. Dann vielleicht nur zu dieser Frage, gibt es Erholungen? Ja, ich habe selber Erholungen gesehen. Was ich ein bisschen glaube, ist, dass viele, die sich von diesem Update erholt haben, einfach ruhig sind. So, damit noch ein wenig Tough Love am Ende. Wenn du betroffen bist, wage ich an dieser Stelle zu behaupten, dass du wenig andere Traffic-Quellen neben Google hast. Weil, was ich generell bei solchen Updates immer sehe, ist, das geht Hand in Hand. Die Leute, die nur auf Google optimieren, also du machst nur Google-Manipulation, verstößt gegen die Spielregeln von Google und bist 100% abhängig von Google, ich glaube, dann darf man nicht rumweinen. Es lustig ist, die auch größer denken, andere Sachen machen, also die ein Content-Marketing-Ökosystem bauen, wirklich eine digitale Marke bauen, die das Ganze so sehen, es gibt SEO und es gibt SEO-Content, aber sie machen auch anderen wertvollen Content und sie machen digitale PR und sind einfach stark auf den Plattformen, die in ihrer Branche wichtig sind. Also ich nenne es jetzt mal nutzerzentrierte Unternehmen, die werden von solchen Core-Updates nicht betroffen. Und das ist was, glaube ich, worüber SEOs nachdenken müssen. Dieses Versteifen auf irgendwas ist vielleicht nicht gut. Das heißt jetzt nicht, ist SEO jetzt weniger wichtig? Nein, organische Suche bleibt der allergrößte, wichtigste Traffic-Channel. Aber allein wie wir Link-Building sehen, wir sehen es jetzt nicht so, okay, mit Link-Building, ich hole mir Artikel in coolen Medien, die auch gelesen werden und was auch so einen Mehrwert hat. Nein, wir SEOs sehen so, ich mache Backlinks, damit ich meine Autorität erhöhe und mir ist egal, ob die Webseite Traffic kriegt. Das ist einfach nicht sehr vernünftig. Also dieses Mindset ist tot seit plus 10 Jahren. Und trotzdem gibt es immer noch, die neuen Leute, die in SEO reinkommen, scheinen immer noch so zu denken. Das ist nicht, wie SEO funktioniert. SEO ist einfach Marketing. So, und jetzt bist du dran. Bist du vom Helpful Content Update betroffen? Welche Maßnahmen hast du ergriffen? Haben sie geholfen? Hast du dich erholt? Ich freue mich unglaublich über Kommentare zu diesem Thema. Ich weiß, das war jetzt eine Tough Love Folge, die nicht jedem gefällt, aber ich glaube, es war wichtig, mal meine Meinung zu diesem Thema rauszupushen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.